Herzlich willkommen hier am YouTube-Kanal vom Motorrad. Ich habe den erfahrensten Offroad-Experten vom Motorrad bei mir, Peter Meyer. Hallo. So, hallo Nils. Und Peter, jetzt schauen wir, ob das hier auch der erfahrenste Offroad-Experte von KTM ist oder möglicherweise hier der Geheimtipp. Das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, Peter, jetzt bist du schon lange in dem Job beim Motorrad, hast schon viele Tests gemacht. Ist das der intensivste Offroad-Test, den es je bei einer Reise-Enduro-Präsentation gegeben hat? Also ich muss schon sagen, ich bin emotional noch irgendwie im Nirvana. Wir sind jetzt seit gestern hier in Marokko, wir sind in der Nähe von Merzouga und wir sind gestern mit der Standard 97 Adventure auf der Straße gefahren und heute haben wir 200, ich habe es genau geschaut, 264 Kilometer sind wir Piste gefahren durch Tiefsand und wie gesagt, ein Traum, kann man nur sagen. Okay, und jetzt Peter, jetzt würde ich dann trotzdem nochmal die Grätsche machen zur Straßenmaschine, einfach, dass man nicht bei all dem Offroad-Dünengefahre darauf vergisst. Die meisten Leute fahren dann ja am Stilfsee auch durch Asphalt. Was ist da deine Einschätzung nach der Testfahrt? Der Asphalt ist ja leider schlecht. Was hast du mitnehmen können an Impressionen auf Asphalt? Ja, gehen wir vielleicht mal auch zur technischen Basis von der 97 Adventure. Ist ja ein ganz neues Motorrad. So neu ist sie technisch allerdings nicht. Wir kennen alle die 97 Duke, die im vergangenen Jahr eine Neuerscheinung gewesen, sind wir schon viele Kilometer gefahren. Und auf dieser Basis hat KTM jetzt eben diese 97 Adventure Reise Enduro nachgeschoben. Das heißt, der Rahmen ist nahezu identisch mit dem Duke-Rahmen. Ein 2 Grad flacher Lenkwinkel, 66 statt 64 Grad wie bei der Duke. Dann der Motor ist nahezu identisch. Das heißt, man hat mit dem Ziel, unten im unteren Drehzahlbereich etwas mehr Kraft zu erzeugen, oben etwas Spitzenleistung weggenommen. 105 PS hat die Duke geleistet, 95 leistet der Zweizylinder in der 97 Adventure. Und was sich noch unterscheidet, ist dann letztendlich das Rahmenheck und natürlich hier die komplette Peripherie mit Samtfederelementen. Okay, Peter, es gibt natürlich viele Leute, die es ganz genau wissen wollen. Dieser Motor, da gibt es ja bei der Duke auch diesen 95 PS A2-tauglichen Motor. Der ist aber trotzdem anders, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dass du das nicht verwechselst. Dieser Motor hat andere Nockenprofile und anderes Einspritzmapping. Das ist nicht der A2 Basismotor der Duke L, das ist ein ganz eigener Adventure-Motor. Und Peter, wenn wir gleich über den Motor sprechen, ist es, wenn du da im Sattel sitzt, fühlst du das als Adventure-Motor oder hast dann doch das Gefühl, na, das ist so, das war mal ein Naked-Bike-Motor und so richtig dufte ist das jetzt nicht auf Asphalt? Kann man eigentlich überhaupt nicht so sagen. Wir haben den Motor von der 97 Duke noch in allerbester Erinnerung. Das ist ein typischer KTM-Motor. Der Motor ist spritzig, der Motor ist agil, leistete mit 105 PS natürlich auch eine tolle Spitzenleistung. Jetzt hat man es ein bisschen reduziert, wie wir es eben schon gesagt haben. Hat er in der Mitte noch ein bisschen aufgepolstert. Das Gefühl an sich ist nach wie vor fast identisch mit dem 97 Duke-Motor. Das heißt auch weiterhin ein spritziger, lebendiger, agiler Zweizylinder. Okay, und vielleicht für die Zuseherinnen und Zuseher auch die Info, es gibt ja hier, ihr seht die Unterschiede, Sitzbank und Windschild, das kann man aber beliebig tauschen. Also man kann jetzt dieses Windschild hierauf machen und dieses Windschild hierauf machen, man kann die Sitzbänke tauschen. Das Einzige, was dann wirklich ins Eingemachte geht, das Fahrwerk ist der große Unterschied. Peter, traust du eine Prognose zu zum Thema Fahrwerk? Ist die R in jedem Fall das bessere Motorrad oder gibt es Kunden, wo du sagst, na, das ist das bessere Motorrad? Ich denke, die Nagelprobe bei der Basisversion ist zunächst mal die Sitzhöhe. Das heißt, wir haben hier Federwege von 200 mm vorn und hinten. Hier haben wir Federwege von 240 mm. Das heißt, wir haben hier eine deutlich reduzierte Sitzhöhe. 830 mm sind es ganz genau. Und 830 mm ist im Reise-Enduro-Bereich eine der allertiefsten Sitzpositionen, die es überhaupt gibt. Und das ist natürlich für viele Fahrer, sei es kleinere oder vielleicht auch weniger geübte, ein ganz wichtiger Aspekt. Und den hat KTM ganz bewusst auch hier in die Waagschale geworfen, dass mal die Einstiegshürde relativ niedrig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Einstiegshürde, diese Sitzhöhe ist natürlich einmal ja, ein Thema. Das andere Thema,
ist der Preis, Peter, du bist ja so ein Streber, weißt du die Preise auswendig? Hast dich vorbereitet? Ja, ich habe gestrebt. 12.400 plus Nebenkosten kostet die Basisvariante, 13.400, also ein Tausender mehr eben, kostet die R-Variante. Was hast du für ein Gefühl, wenn du das Motorrad siehst, fährst und das Preisschild siehst? Wie ist dein Feeling? Also das Motorrad ist absolut korrekt eingepreist, meiner Meinung nach. Letztendlich muss man sagen, gegen welche Konkurrenz treten beide Modelle, speziell natürlich diese straßenorientierte an. Das ist die Honda Africa Twin, das ist die Triumph Tiger 800, das ist die Suzuki V-Strom 650 bzw. 1000 und die F850 GS natürlich, das ist von BMW. Und die sind alle in diesem Bereich eingepreist und insofern hat sich KTM da, denke ich mal, schon an der Konkurrenzsituation orientiert. 12.4 geht absolut in Ordnung. Okay, da möchte ich doch noch ein Thema auch ansprechen, weil ja KTM beim Marketing da wirklich hart in diese Hardcore-Richtung pusht. Diese Prospekte versprechen, dass das angeblich eine Hard-Enduro ist mit dem Reisekomfort, einer 1290 oder so in der Richtung. Peter, ich glaube, da schießen sie ein bisschen über das Ziel hinaus, oder? Man muss sagen, wir kennen ja KTM Ready to Race. Das heißt, man ist immer auf der sportlichen Schiene unterwegs und genauso sind diese Motorräder natürlich auch positioniert. Ganz klar denkt man natürlich an den Kunden, der 90, 95, 99% seiner Kilometer auf Asphalt fährt. Aber man denkt natürlich auch an diejenigen, die doch mal ins Offroad tun möchten und die erwarten von einer KTM sicherlich eine ganz sportliche Attitüde. Und das liefern beide Motorräder. Wir sind auch mit der gestern im Gelände, zum Teil zumindest im einfacheren Gelände gefahren. Und da muss man einfach sagen, das Motorrad, das hat ein gutes Handling, das lässt sich prima steuern. Das ist auch im Gelände spritzig, also das macht Spaß. Was natürlich einfach konzeptionell bedingt ist, das muss man klipp und klar hier auch sagen. Reise-Enduros haben das Problem, dass durch den großen Motor in der Regel auch viel Gewicht auf dem Vorderrad lastet. Und das heißt, wenn man dann im Gelände, speziell hier im weicheren Sand, hat man da öfter das Problem in Kurven, dass das Vorderrad einklappt, das Motorrad neigt zum Untersteuern und in gewissem Maße ist es auch bei beiden 97 Adventuren der Fall. Das heißt, man muss da auch schon ein bisschen diesen Rallye-Fahrstil anwenden. Vor der Kurve das Tempo zusammenbremsen auf das Niveau, das man haben möchte und dann Gas geben und das Motorrad rausziehen lassen und dann funktioniert es. Sehr gut. Also die Einzylinder-Fans müssen jetzt nicht panisch werden. Ihre Motorräder haben nach wie vor, die 690er und die 790er, ihre Berechtigung. Absolut, das kann man so sagen. Das heißt, die 690er, die ist nach wie vor ein sinnvolles Modell im KTM-Modellprogramm und die 790 Adventure, das ist einfach eine Klasse, die, man sieht es auch bei der Konkurrenz, die einfach momentan angesagt ist und die auch sicherlich noch eine lange Zukunft hat. Okay, abschließend noch persönliche Bemerkung. Es ist ja so, dass dann bei diesen großen Reiseenduros die Kommentare unten bei eurem YouTube-Kanal auch immer so sind. Wer braucht das? Und die 350er TR und die XT500, das waren doch noch die richtig tollen Abenteuermotorräder. Wir haben vorher mit Josef Bichler, den Abenteurer von KTM, gesprochen. Der hat, glaube ich, 19.000 Kilometer jetzt in Afrika mit dem Motorrad hinter sich, Peter. Weinst du den alten Zeiten mit den guten alten Enduros eine Träne nach oder ist das eher deine Liga? Also ich muss einfach sagen, wenn ich diese beiden Motorräder, speziell jetzt die R als alter Offroad-Fahrer sehe, dann muss ich einfach sagen, die 800er-Klasse oder die Mittelklasse, wie wir sie einfach nennen, das ist eigentlich diese Klasse, die am meisten das Thema Reise und Enduro miteinander verbindet. Also speziell das Thema Enduro ist da einfach noch präsenter. Bei den großen Motorrädern 1200 GS von BMW oder 1290 Adventure von KTM, da ist einfach das Thema Reise steht da im Vordergrund und das Enduro ist einfach ein bisschen kleiner noch hinten rangeschrieben. Insofern, wenn einer ein Faible hat für beides, Straße und Offroad, ist er sicherlich mit der Mittelklasse besser bedient. Sehr gut. Peter, jetzt bitte die Zuseher von euch noch um einen Daumen hoch für deine Performance hier im Sand. Und was ich natürlich auch noch möchte von euch, ist, tut die Motorradredakteure ein bisschen anpeitschen, sagt ihnen unten in den Kommentaren, was für Vergleichstests und was für Tests mit dem Motorrad ihr euch noch wünschen würdet, damit euch die Arbeit nicht ausgeht, Peter. Gell? Ich lasse dich da ein bisschen rein jetzt. Wir werden es ganz genau lesen und auch befolgen. Gut. Bis später. Tschüss und Baba.